Am Anfang ist da immer ein bisschen Skepsis. Und ich muss Ihnen gestehen, auch bei der Frauenkirche in Dresden, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Das sind ein paar Übergeschnappte, was die da wollen. Und vorige Woche war ich drin in dieser Kirche, ein Privileg, vorweg schon drin sein zu dürfen, und war überwältigt. Wie passiert ein Wunder? Ein Wunder passiert vielleicht wie hier, indem eine Idee am Anfang ist. Eine unabänderliche Idee, und dann kommen da Menschen hinzu, die diese Idee aufgreifen mit ihren Mitteln und mit ihren Möglichkeiten. Und wenn ich Sie alle hier so sehe, dann bin ich schon beeindruckt und denke, wir sind auf dem Weg zu einem kleinen Wunder für Borna, wenn es gelingt, eine solche Begegnungsstätte wirklich zu installieren. Dieses große Haus, dieses wunderbare Haus, was soll daraus werden? So haben wir uns gefragt. Und im Moment sieht es aus, als könnte etwas sehr Schönes, Wichtiges werden. Und Sie alle zeigen mit Ihrem Kommen, dass der Bedarf und der Wille dafür da ist. Im 2. Timotheusbrief, liebe Frau Limmer, steht: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Liebe, die haben Sie ja offensichtlich schon, sonst hätten Sie vielleicht was anderes in die Wege geleitet. Die Kraft, die wünsche ich Ihnen, denn die steckt ja in den Details, da ist sie nötig, in den Problemen. Und die Besonnenheit wünsche ich Ihnen auch. Denn das, was Sie tun, ist ganz in unserem Sinn. Auch wir als Kirche haben es immer wieder versucht, dass wir zusammenkommen, wir Menschen. Wir haben auch Initiativen, die Deutschen aus Deutschland, die hinzugekommen sind. Aber es ist nicht ganz einfach. Wir haben manchmal auch ein paar Hemmungen voreinander. Wenn dieses Haus dazu dient, diese Hemmungen abzubauen, dann würde es mich unglaublich freuen. Wie ist es, wenn man eingeladen wird? Bringt man eigentlich was mit? Habe ich mir überlegt. Aber da geht es mir wie dem Oberbürgermeister. Wenn wir beide unser Scheckbuch rausziehen, dann stellen wir immer wieder fest, es ist in Zwiebelleder eingeschlagen. So muss es jedenfalls sein, denn es kommen uns immer die Tränen. Da ist nicht viel zu holen, deshalb nur einen kleinen symbolischen Gruß, liebe Liebers. Und zwar ist es ein Kalender der Kirchen hier in dieser Region. Einmal haben Sie viele freie Wände in diesem Haus, mit Sicherheit wird sich eine finden. Und zum anderen soll es Ihnen ein Zeichen sein, dass die Kirchen an Ihrer Seite stehen und dass wir miteinander, denke ich, das gleiche Anliegen vertreten. Nun ist es auch noch nicht einmal der neue Kalender vom nächsten Jahr, der ist im Moment noch im Druck, aber dieses Jahr gilt ja noch. Und Sie sollten als erstes den heutigen Tag groß einkringeln, und dass Sie den neuen noch bekommen, verspreche ich Ihnen auch. Gottes Segen wünsche ich diesem Haus und all denen, wie sagt man, die da gehen, ein und aus. Aus technischen Gründen, ich fand sie großartig, und dass heute so viele gekommen sind, ist auch ein Beweis dafür, dass es uns allen am Herzen liegt. Ich selber komme aus Oberschlesien, aus jetzigen Polen, und ich weiß das zu schätzen, wenn man um sich herum nette, freundliche Menschen hat, die dir helfen, wenn es dir schlecht geht, wenn du dich vielleicht einsam fühlst. Und das ist auch dieser Grund oder dieses Hauptziel dieser Begegnungsstätte. Wir sind Gott dankbar, dass es solche Menschen wie Eheleute Limmers gibt,
Im Grunde genommen hätten die jetzt ihre Pension wunderbar genießen können, aber ihr künstlerischer Geist, vor allen Dingen der Frau Limmer, kann sie nicht in Ruhe lassen. Sie muss immer was Gutes tun für Menschen, die das besonders nötig haben. Und nochmal für das wunderbar, wunderschön, dass es zustande kam, diese Begegnungsstätte. Herr Oberbürgermeister hat ein wenig über unsere Stadt Borna erklärt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich die katholische Kirche hier in Stadt Borna und in Umgebung vertrete. Die katholische Gemeinde ist relativ jung. Sie wissen, Sachsen war überwiegend nach der Reformation evangelisch. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen hier viele aus Bayern, weil hier in Sachsen damals Arbeit gab, was heute leider nicht mehr der Fall ist, aber wir hoffen, dass es sich noch ändern wird. Und da kamen die ersten Bayern, die waren selbstverständlich katholisch und die haben sogar nach dem Zweiten Weltkrieg ein Zeichen gesetzt. 1956 haben die für sächsische Verhältnisse eine Kirche gebaut. Die befindet sich nicht in Borna, sondern in Deutsch. Katholiken hier. Aber wir versuchen natürlich alles, was wir machen können. Wir haben eine schöne Kapelle, eine schöne Kirche. Als hier das unsere weit und breit, wo wir uns finden wollen unter Linden zur Abendzeit, wo wir uns finden wollen unter Linden zur Abendzeit. Da haben wir so manche Stund gesessen all in froher Ruhe und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund. Dass wir uns hier in diesem Tal noch treffen so viel 100-mal. Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnade. Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, er hat die Gnade. Jetzt wieder eine gute Nacht, der Herr im hohen Himmel wacht, in seiner Güte uns zu behüten, ist er bedacht. In seiner Güte uns zu behüten, ist er bedacht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Только в Господе моя радость, только в Господе мир, только в Боге мы сильны, Он рядом с нами, Он слышит нас, Он рядом с нами, Он слышит нас. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Wir sind frei. Wollen wir ihn noch singen? Ansonsten müssen wir erst noch Lieder üben. Wir kennen noch nicht so viele deutsche Lieder. Es ist auch nicht so einfach, in so kurzer Zeit so viele Lieder zu lernen. Aber ich denke, Sie haben es ganz gut gemacht. Sehr schön habt ihr das gemacht.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt, doch alles im Still und wie es sich schickt. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind drei vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Drum will ich auch immer den Sorgen entsagen und will mich auch nimmer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem, sie tut mir allein am besten gefallen. Ich sitz nicht alleine bei einem Glas Wein, mein Mädchen dabei, die Gedanken sind frei. Wollt ihr auch erzählen? Gut. Das ist gut. Gut, wir haben Besuch von einer Jugendgruppe, mit der ich auch zusammenarbeite, und die haben auch eine Gitarre mitgebracht und wollen euch auch das Ostpreußenlied singen und Ännchen von Tarau, weil sie wissen, dass es mein Lieblingslied ist. Bitte nicht, sagt sie, haben sie nicht geübt, dann lassen. Dann singt ihr aber, es dunkelt schon in der Heide. Das zweite. Es dunkelt schon in der Heide, nach Hause lass uns gehen. Wir haben das Korn geschnitten, mit unserem blanken Schwert. Wir haben das Korn geschnitten, mit unserem blanken Schwert. Ich hört ein Sichlein rauschen, sie rauschen durch das Korn. Ich hört ein Mägdlein klagen, sie hätt ihr Lieb verloren. Ich hört ein Mägdlein klagen, sie hätt ihr Lieb verloren. Hast du dein Lieb verloren, so hab ich doch das mein. So wollen wir beide miteinander und uns singen ein Kränzelein. So wollen wir beide miteinander und singen ein Kränzelein. Ein Kränzelein von Rosen, ein Schnörselein von Klee. Zu Frankfurt auf der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee. Zu Frankfurt auf der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee. Der Schnee, der ist zerschmolzen, das Wasser läuft dahin.
kommst mir aus meinen Augen, kommst mir nicht aus dem Sinn. Kommst mir aus meinen Augen, kommst mir nicht aus dem Sinn. Der dunklen Wälder und kristallenen Seen, über weite Felder lichte Wunder gehen. Über weite Felder lichte Wunder gehen. Starke Bauern schreiten hinter Pferd und Pflug, über Ackerbreiten streicht der Vogelzug. Über Ackerbreiten streicht der Vogelzug. Und die Meere rauschen den Choral der Zeit. Elche stehen und lauschen in die Ewigkeit. Elche stehen und lauschen in die Ewigkeit. Tag hat angefangen über Haff und Moor. Licht ist aufgegangen, steigt im Osten empor. Licht ist aufgegangen, steigt im Osten empor. Heimat wohlgeborgen zwischen Strand und Strom. Blühe heut und morgen unterm Friedensdom. Blühe heut und morgen unterm Friedensdom. Internationale Konvent der Russland-Deutschen, ein Verein Integration und Literaturverein. Wir sind ganz begeistert mit ihrer tolle, ich will mal sagen, heilige Initiative, was sie ins Leben gerufen haben. Und dieser starke Besuch ist ein deutlicher Nachweis, dass nicht nur wir damit so begeistert sind, auch alle, die hier sind, und ich glaube Tausende und Tausende, die da mitmachen, wenigstens heißt ich heute. Ich bin auch nicht ohne oder mit keiner leeren Hände gekommen. Ich habe auch etwas für uns sehr Teures mitgebracht, 4 Bücher, die vielleicht ganz gut zu dieser Begegnungsstätte passen können. Erstens mal das erste Buch von einem bekannten Schriftsteller Gerhard Wolter, das 1991 in Moskau entschied in 50.000 Exemplare. Das war das erste Buch. Jetzt ist es schon viel bekannter geworden und 3-mal ausgegeben, auch in Deutsch schon. Das heißt Sonne der ewige Ruhe. Der volle Ruhe. Oder der volle Ruhe. Das ist ein Werk der Modernisten gewidmet und der ganze Geschichte der Russland-Deutschen während des Zweiten Weltkrieges. Ich habe alle diese Bücher unterschrieben und auch ordentlich gestempelt.
Das übergebe ich Ihnen alles da, natürlich. Erstmal dieses Buch. Ich muss doch noch Russisch lernen, sehe ich. Dann, Dass Sie die Organisatoren der Gedenkstätte sind. Das ist eigentlich nicht so. Diese guten Leute haben uns die Möglichkeit gegeben, selbst eine Gedenkstätte zu gestalten. Sie haben das Nötige dafür gemacht. Das Dach, das Gebäude, also das ist ein großzügiges Geschenk, aber schaffen müssen wir das selbst. Und da stehen wir jetzt vor einer Aufgabe, die für uns eigentlich so selten vorgekommen ist. Man gibt uns die Möglichkeit, mal selbst was zu gestalten. Immer hat man etwas für uns bestimmt. So müsst ihr das machen, so dürft ihr das machen, so nicht, ja. Und unsere Pflicht war nur gehorchen. Und wenn nicht gehorcht, manchmal war es auch strafbar, manchmal ganz schlimm. Jetzt müssen wir selbst entscheiden, wie wir das machen. Die Initiative vor Ort, die hat sich ja im Laufe der Zeit auch hier in Deutschland schon etwas entwickelt. Es gibt verschiedene Leute, verschiedene Meinungen, wie man mit Integration verlaufen soll, wie wir hier Fuß fassen sollen. Und jetzt sind wir zusammengekommen, um eine gemeinsame Lösung zu lesen. Und hier ist gebraucht auch die Vernunft, die große Vernunft. Die Meinungsunterschiede, die müssen gedrückt werden. Das, was uns verbindet, muss hochgehoben werden. Das muss als eine heilige, unsere Aufgabe betrachtet werden. Und wenn man schon das Wort Heilige hier wieder gebraucht, das ist oft am Platze, das bedeutet, sich als Diener dieser Sache zu betrachten. Und dann ist unter uns ganz alles einfach. Wer was kann, der macht es eben, ja. Dann sind sie alle dabei. Ich habe mehrmals beobachtet, wie die gläubigen Leute ihre Gebetshäuser bauen. Ich bin da kein öfter Besucher. Aber wie sie das gemacht haben, das hat mich immer begeistert. Alle waren mit Freude dabei, gerne dabei. Niemand hat geschwänzt, hat auch niemand die Aufsicht gehabt, wer da gekommen ist oder nicht. Alle, der konnte, sind gekommen, haben immer mitgemacht. So soll es auch hier ablaufen. Und wenn wir das schaffen, das wird auch dem Ansehen unserer Volksgruppe in diesem Lande wesentlich beitragen. Denn das ist ja überhaupt wenig Informationen über unsere Geschichte hier in Deutschland gepflegt worden, in Russland gar nicht. Bis 1990, eigentlich lange 60 Jahre, gab es uns so gut wie gar nicht. Wir waren nirgends in den Statistiken, wir wurden niemals nicht erwähnt, uns gab es einfach nicht. Und da soll man sich nicht wundern, dass man hier in Deutschland über uns auch nichts weiß. Ja? Der eiserne Vorhang, nichts in der offiziellen Presse über uns, nicht in den Büchern, also uns gab es wirklich nicht. Und jetzt müssen wir beweisen, dass wir da sind. Aber es bleibt auch unsere Pflicht, das ist jetzt eher unsere ganz wichtige Aufgabe, zu zeigen, warum wir so uns unterscheiden von den einheimischen Deutschen. Die Frage, die am ersten immer entsteht, wenn es Deutsche sind, warum sprechen sie nicht Deutsch? Die erste Frage. Und da muss man eine klare Antwort geben. In dieser Gedenkstätte werden die Dokumentation zusammengebracht werden, wie diese 60 Jahre für uns verliefen sind. Wenn jemand so Reihe nach der Reihe die Stände umgeht, die Dokumente liest, dem wird klar, dass es nicht anders sein konnte. Die Sprache wurde unterdrückt, das Volk wurde unterdrückt, zerstreut im riesigen Land, auf riesigen Territorien. Es wurde darauf geachtet, dass nicht mehr als 5 Familien in einen Ort kommen, wenn im Lande. In der Stadt war es nicht einzuhalten, mehr als 5 Familien, war immer mehr, aber die waren Betrieben so zerstreut, dass es sowieso weniger als 1, 2, höchstens 3% in der ganzen Stadt waren. Und bei dem riesigen Druck der Assimilation, der Repressalien, wer konnte da, wenn es nur 3% waren, die Stimme heben, ich bin ein Deutscher und sich da groß machen? Nein, das war einfach unmöglich. Die Leute waren gezwungen, sich niederzurücken, zurückzuziehen, und nur ihr Fleiß hat ab und zu ihre Namen zum Vorschein gebracht. Das waren immer die besten Arbeiter. Die musste man ab und zu auf die Ehrentafel bringen, ja, und da stellt sich heraus, dass es solche doch gibt, ja. Ich musste mich absolut wundern, wie sie sprachen. Das war poetisch, auf eine bäuerliche Art, aber das wunderbar, das war viel schmackhafter, saftiger als die, sagen wir, die hochdeutsche Sprache. Und das wissen die, wie die Bayern sprechen, wie die Schwaben sprechen.
ist manchmal nicht so verständlich für uns, aber höchst interessant. Wir sind ja nach Deutschland gekommen und wir bemühen sehr die deutsche Sprache, Hochdeutsch. Und dann kommen wir zur Arbeit zu den Schwaben und dann sagen sie, Ita. Es geht nicht. Und dann verstehen wir die Schwaben nicht und sie verstehen uns kaum. Die verstehen wir auch nicht, zu ihrem Trost. Also, ich habe in den Dörfern, wo ich war, Gruppen gebildet. Eine der Gruppen aus Kosvorajainik, wir haben mit einem Poet, einem Dichter lange gedacht, wie man diese Gruppe nennen soll. Und da diese Gruppe nur Lieder aus diesem Dorf singt, nur die Sprache spricht, die im Dorf gesprochen wird, nur Gedichte, Erzählungen, was in diesem Dorf und Tänze und Musik, Instrumentalmusik. Also sie tragen das Erbe ihrer Vorfahren und die Gruppe wurde Erbe genannt. Und das will ich Ihnen heute Abend zeigen, was das für eine Gruppe ist. Und sie war auf mehreren internationalen Festivals